Dieses gut erhaltenes Holz aus einer Stellung, die ich gefunden habe. Ich habe da insgesamt 3 Stücke mitgenommen. Die sind aber nur für Deko gedacht. Also die kommen dann bei mir in der Vitrine oder sowas unten unter. Sozusagen als Originalzeugnis dieser Zeit. Weil wenn, dann muss es schon alles original sein. Fange ich mal mit dem schönsten Stück an. Ist inzwischen schon gereinigt und fertig gemacht. Und zwar dieses Bajonett. Es ist ein österreichisches. Die Kennziffer ist VF2677. Gefunden in einer alten Berghütte. Beziehungsweise war wohl mal eine ausgebaute Stellung. Hier im Holzgriff sind Kerben reingeschnitzt auf der einen Seite. Könnte eine Markierung oder Kennzeichnung des damaligen Besitzers sein, dass er da irgendwas abgezählt hat. Die Klinge selber ist leider sehr mitgenommen und narbig. Dann habe ich mehrere Verpflegungsdosen gefunden. Diese Büchsen. Ich sehe jetzt zum ersten Mal, dass da auch was auf dem Deckel steht. Das sind 2 große und hier noch so eine kleine. Da ist auch ein Label drin, aber nicht mehr zu erkennen, was. Also das sind so die typischsten 2 Dosen. Und jetzt kommt die dritte. Und zwar ist das so eine Fischbüchse mit so einem Aufrollsplint. Diese 3 Dosentypen sind die hauptsächlichen, die man so an der WK1-Front findet. Also das findet man in fast allen Stellungen und in allen Schützengräben dort. Fisch und Fischdosen und diese großen Runden. Die kleinen sind etwas seltener, aber auch dort vorhanden. Dies ist ein Teil von einem Essgeschirr oder so. Mit Einschuss. Und hier unten ist noch ein Einschuss. Die Kugel ist so von hier reingegangen. Dann habe ich noch ein Stück von einer Granate gefunden. Scheint um die 70 mm rum zu sein. Der Führungsring fehlt. Dieses Blech kann ich nicht zuordnen. Dies hier ist eine Stielhandgranate. Die ist leider durch das Geröll total zerquetscht. Man sieht noch das Papierinnenleben und oben die Öffnung, wo der Holzstiel drin gesessen hat. Die meisten Sachen, die hier sind, habe ich alle im Geröll gefunden. Dann habe ich hier etwas Stacheldraht. Der ist ja etwas häufiger zu finden. Diesen ganz dicken habe ich im Moos gefunden und dachte, weil die Abstände zwischen den einzelnen Pricken so groß sind, dass es was Besonderes ist. Das hier ist der typische. Der ist
viel stärker mit diesen Pricken besetzt. Die sind auch viel länger und spitzer. Dieses Stück hier war in einer Spalte oben, wo noch Schnee lag, und das ist super erhalten. Man sieht sogar, dass der Draht selber, also das Mittelstück, gewunden ist und vorher rechteckig war oder ist. Noch ein Stück Stacheldraht und hier etwas Draht, der einfach aufgerollt war. Ich finde es ganz interessant, wenn man so Sachen findet, was die Soldaten früher ganz normal zum Leben halt gebraucht haben.